Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner indisch-pakistanischen Kochvideos. Heute kochen wir ein köstliches indisches Lammfleischgericht mit grünen Bohnen, welches man zusammen mit Vollkornreis servieren kann oder auch mit dem typisch indisch-pakistanischen Fladenbrot essen könnte. Ein Video dazu, wie man dieses indisch-pakistanische Fladenbrot herstellt, das verlinke ich euch hier oben nochmal, inshallah. Wir werden jetzt einen Schnellkochtopf für dieses Gericht benötigen und da rein geben wir geschmacksneutrales Kokosfett zum Anbraten. Dann kommt auch gleich eine gehackte Zwiebel, eine ganze gehackte Zwiebel da hinein. Dazu geben wir 4 bis 5 Esslöffel von dem Trester meines natürlichen Antibiotikums. Das Video zu dem natürlichen Antibiotikum, das verlinke ich euch hier oben nochmal, inshallah. Den Trester kann man eben wunderbar für alle möglichen Gerichte verwenden, so wie auch für dieses Gericht hier. Da er sehr scharf ist und auch Knoblauch, Ingwer und Kurkuma enthält, passt er sehr gut in die indische Küche. Wir braten jetzt diese beiden Zutaten so lange an, bis sie richtig braun sein werden, bevor wir sie dann mit der Natursalzsohle ablöschen werden. Die gesündeste Art des Salzens von Speisen ist eben die mit der Natursalzsohle. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben nochmal, inshallah. Sobald wir das getan haben, werden wir dann auch schon bald die Gewürze hinzugeben. Und so habe ich für dieses Gericht folgende Gewürze verwendet. Kurkuma, jeweils 1 Teelöffel von allen Gewürzen, dann eine Prise frisch gestoßener Pfeffer, Garam Masala selbst gemahlen, Kreuzkümmel selbst gemahlen, Koriander selbst gemahlen, Paprika und oder Chili. Zum Garam Masala, wie man dieses köstliche und gesunde Gewürz selber herstellt, habe ich schon ein Video gedreht, das verlinke ich euch hier oben nochmal, inshallah. Nachdem wir dann die Gewürze eine Weile mit angebraten haben, damit sie ihr Aroma entfalten können, geben wir dann passierte Tomaten hinzu, und zwar etwa 125 Gramm. Dann spülen wir den Behälter nochmal mit etwas destilliertem Wasser aus, wenn möglich, damit nichts verloren geht. Und das war es dann theoretisch erstmal auch schon. Und dann werden wir das Ganze jetzt hier mit einem Pürierstab pürieren, damit man eben diese einzelnen Zwiebeln und Knoblauch, Ingwer und die ganzen Zutaten von dem Trester nicht darin in der Soße schwimmen sieht. Denn die Soße sollte eine ebenmäßige Konsistenz aufweisen. Das ist schöner fürs Auge, denn das Auge isst ja mit. Und dann geben wir auch schon das Lammfleisch hinzu. Das sind hier etwa 300 bis 400 Gramm Lammfleisch von unserer eigenen Farm, also von artgerecht gehaltenen Tieren. Und dann geben wir noch folgendes Gewürz hinzu. Das hat ein ganz besonders leckeres Aroma. Das verleiht indischen Fleischgerichten einen köstlichen Geschmack. Das sogenannte Methi, also Boxhornklee, das ist eine getrocknete indische Spinatsorte, die ein unglaublich köstliches Aroma besitzt. Und nachdem wir alles verrührt haben und das Ganze zum Kochen gebracht haben, werden wir den Schnellkochtopf schließen und das Ganze jetzt im Schnellkochtopf so lange kochen, bis eben das Fleisch ganz zart sein wird. Bei artgerecht gehaltenen Tieren, wie hier in Namibia, die in freier Natur herumlaufen, dauert es meistens etwas länger, um das Fleisch zart zu bekommen, weil die Tiere eben relativ zähes Fleisch haben, da sie eben herumspringen und nicht im Käfig sitzen. Aber dafür ist eben so ein Schnellkochtopf super geeignet, da geht das alles relativ fix. Jetzt geben wir noch die grünen Bohnen hinzu, die vorher gefroren waren und ich aufgetaut hatte. Wir rühren nochmal alles um und bringen das Ganze wieder zum Kochen und lassen das Ganze auf kleiner Flamme mit geschlossenem Deckel nochmal so lange köcheln, bis eben auch die Bohnen gar sein werden. Sobald das der Fall ist, wird das Gericht auch schon fertig sein. Ihr seht, das geht richtig schnell und so sieht es dann auch aus, wenn es fertig ist. Das Gericht verströmt einen richtig himmlischen Duft, Mashallah. Und lecker sieht es eben auch aus, finde ich. Ja, und jetzt könnte man das Ganze auch schon servieren. Hier in meinem Fall eben mit Vollkornreis. In diesem Fall wäre es sogar ein gesundes, basenüberschüssiges Gericht, weil es eben keinerlei säurebildende Zutaten enthält. Wie Sahne, Joghurt oder dergleichen. Sodass man solcherlei köstliche Gerichte jederzeit zu sich nehmen könnte, ohne dass es zu einer Übersäuerung des Organismus kommen könnte. Allerdings gäbe es auch die Variante, dieses Gericht mit dem indisch-pakistanischen Fladenbrot zusammen zu verzehren. Wie man dieses leckere Fladenbrot selber herstellen kann, das hatte ich in einem anderen Video ja schon gezeigt und euch weiter oben hier schon verlinkt. Auch das Video zu dem Garam Masala hatte ich euch da oben ja schon verlinkt. Das ist nämlich ganz wichtig, dass ihr das Garam Masala unbedingt selber mahlt. Ebenso wie den Koriander und den Kreuzkümmel, weil das einen riesigen Unterschied für den positiven Geschmack dieses Gerichts ausmacht. Abgesehen davon, dass die selbst gemahlenen Gewürze natürlich auch sehr viel gesünder sind. Damit haben wir dieses köstliche indische Lammfleischgericht mit grünen Bohnen auch schon fertig zubereitet. Ich wünsche viel Erfolg und gutes Gelingen beim Nachkochen dieses köstlichen Gerichts. Guten Appetit, vergesst nicht Bismillah zu sagen und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum. Eure Mariam.